Die Venus vom Hohlefels, die wurde 2008 ausgegraben und dann 2009 präsentiert in einem Nature-Artikel. Figuren, wir sehen hier verschiedene Zeiträume, Technokomplexe, und wir sehen das hier in dem ältesten Bereich für den anatomisch modernen Menschen, für das sogenannte Aurignaciae. Das ist eine Zeitspanne, die hier in unserer Region zwischen 43.000 und 34.000 Jahre alt ist. Und an dieser Basis, also quasi in diesen ältesten Fundschichten für dieses Aurignaciae, wurde die Venus vom Hohlefels entdeckt. Und das macht sie im Prinzip einzigartig, weil sie die erste und die älteste bekannte Frauenstatuette ist oder Menschendarstellung überhaupt. Deswegen ja auch dieser Welterbestatus für die Höhlen und die Fundregion hier, weil eben diese eiszeitliche Kunst, diese figürlichen Kunstwerke einfach die ältesten sind, die wir kennen. Und wir sehen hier noch eine zweite Figur, die etwas jünger ist. Wir sind ja in der Urgeschichte in Jahrtausenden unterwegs und vergleichen teilweise Dinge über 10.000 Jahre, weil sie in die gleiche Kultur oder in die gleiche Technikabfolge gehören. Es ist die sogenannte Fanny von Stratzing und dann den Hauptfundhorizont für Frauenstatuetten in der Urgeschichte, in der Altsteinzeit, die kommen eigentlich aus dem Gravetjahr. Das sehen wir hier in einem Zeitrahmen zwischen 28.000 und 23.000 Jahre. Dieser Fundhorizont zieht sich durch ganz Europa durch, von sibirischen Fundstellen bis nach Südeuropa. Und da haben wir relativ viele Frauenstatuetten. Also da haben wir mehrere hundert Belege. Und deswegen ist die Frauenstatuette so vom Hohlefels so einzigartig, weil sie einfach der Anfang ist. Wir sind natürlich in einer Zeit unterwegs, wo wir keinerlei Schriftquellen haben, wo wir über Jahrtausende dann einzelne Fundhorizonte haben, die sich viel eben über Werkzeuge, über Werkzeugtechnik definiert. Und man muss sich ja das mal vorstellen, wenn wir quasi in unsere Besteckschublade schauen oder in unseren Werkzeugkasten, was sagt das aus über die Kultur? Das sagt schon was aus über die Kultur, wenn Sie lauter Hummerzangen finden in Ihrem Werkzeug, in Ihrer Besteckschublade, dann haben Sie eine andere Kultur, als wenn Sie Pommesschälchen finden. Ja, es ist unglaublich schwierig, diese Figuren zu interpretieren, diese Kunst zu interpretieren. Man behilft sich manchmal mit ethnologischen Beispielen, dass man da einfach ein Gefühl bekommt für die Größe und die Weite, die Dimension von Gedankenkonstrukten, die Völker, die Kulturen entwickeln, um sich die Welt zu erklären. Und da gehört die Figur sicher auch dazu. Sie ist ein Mittel, um die Welt zu erklären. Aber da wir keine Schriftquellen haben und nicht so viele Belege, können wir nur etwas fabulieren eigentlich. Oder jeder kann sich seine eigenen Gedanken machen, was natürlich auch wieder schön ist. Ja? Und wir erleben das hier tatsächlich bei der Frauenstatuette vom Hohlefels oder auch bei diesen anderen Frauenstatuetten, dass wir von den Gästen her eine unglaubliche Bandbreite haben von Personen, die ganz viel darin sehen. Man hat auch das gemerkt in dem Medienrummel, der entstanden ist, als die Venus entdeckt wurde. Da war also alles dabei, von der Urmutter, ja, bis hin zum reinen Sexsymbol, ja, Sexbombe oder die Brust fällt natürlich da ins Auge, der XXL-Busen wurde besungen fast in den Medien. Und so erlebt diese Figur also eine große Bandbreite an Deutungen. Für mich war oder ist das Objekt ein wichtiger Einstieg in das Thema
was ist denn eigentlich Fruchtbarkeit oder was stellt diese Person dar oder diese Figur dar? Sie stellt Weiblichkeit dar. Aber was ist denn jetzt Weiblichkeit? Ist das unsere Fähigkeit, Kinder zu kriegen? Weil diese Person, die da dargestellt ist, die hat wohl Kinder bekommen. Also Hebammen haben geschrieben und haben gesagt, die Figur sieht aus wie eine Frau, die frisch geboren hat. Der Bauch, man sieht, da war schon mal ein Kind drin, aber es ist jetzt nicht mehr da. Also das Kind hat die Frau verlassen. Und was kommt danach? Dann kommt das zentrale Element des Stillens. Und ich glaube, alle Frauen, die ihre Kinder gestillt haben, können sich gut an diese Zeit erinnern. Heute sind es manchmal nur wenige Monate oder ein halbes Jahr. Vielleicht hat man früher auch länger gestillt. Gibt es auch Untersuchungen dazu. Also eigentlich ist das Wichtige ja, dieses Kind zu füttern und groß zu kriegen. Dieser Geburtsvorgang ist unglaublich, aber nachher dieses unglaublich Fürsorgliche, das so ein ganz hilfloses Kind braucht. Und wir haben mitten in der Eiszeit, in dieser rauen Umwelt natürlich ein viel höheres Maß an Fürsorge, um einfach so ein Kind groß zu bekommen. Vielleicht war die Geburt einfach ein Himmelsgeschenk, ein Naturereignis, aber das, was danach kommt, dieses Butzele da, etwas größer zu bekommen, stillen zu können in einer Gesellschaft, wo es keine Rückfallebene gibt, war unglaublich wichtig. Und für mich ist diese Figur, diese große Brust, die einfach dieses Nährende ausstrahlt. Also das war so ein Gedankenprozess, was heißt denn eigentlich Fruchtbarkeit, ja, für eine Gesellschaft? Ja, die Kinder, die hat man gekriegt, so nach dem Motto. Das war sicher unglaublich, dass man dann da Kinder machen kann und zur Welt bringt. Aber das Nährende war sicher total wichtig. Weil in diesen Gesellschaften gab es sicher auch lange Hungerphasen. Das Fasten war sicher ein ganz kennzeichnendes Element des Alltags. Und dann gab es wieder Fülle. Ja, dann hat man wieder ein Rentier erlegt oder ein Wiesent und hat ein paar hundert Kilo Fleisch gehabt und konnte sich den Bauch vollschlagen. Und dann gab es halt auch manchmal einfach Phasen des Hungerns. Und ich glaube, es war eine unglaubliche Erfahrung, dass die Frau einfach ohne die Notwendigkeit jagen, sammeln, was weiß ich, Wasser holen, 150 Meter den Berg hinunterlaufen, um Wasser zu holen, einfach das Kind nähren kann aus sich heraus. Ganz wichtiges Element. Was mir auch sehr gefallen hat, eine Deutung, die kam von einer älteren Dame, die uns geschrieben hat, die hat lange Zeit, ich weiß nicht wann, 50er, 60er Jahre in Südostasien ein Hebammenwesen aufgebaut. Als Missionarin, als Entwicklungshelferin würde man heute sagen. Und sie sagt, diese Linien, die wir so tief eingeschnitten haben auf dem Bauch, erinnert sie eindeutig an Lehrbücher, die man damals hatte, wo man ja kein Ultraschallgerät hatte. Und alles quasi der Kontakt zum Baby im Bauch nur übers Tasten passierte. Und sie sagt, deswegen sind die Hände so wichtig. Und wenn man sie anguckt, die Figur, hat sie ja unglaublich feine, feingliedrige Hände. Also die Finger sind wichtig. Und diese Linien, diese Zahl der Linien würde genau quasi dem entsprechen, wie man quasi das Wachsen der Gebärmutter ertastet. Und es würde da oben auch Parallellinien geben, die quasi das Senken der Gebärmutter erfasst, wenn quasi das Kind dann bereit ist, zur Welt zu kommen.
Also eine Deutung, die hat uns schon sehr fasziniert. Und da merkt man auch, wie wichtig es ist, aus verschiedenen Disziplinen an diese Figuren, an diese Kunst heranzugehen. Das ist ja nicht Kunst um der Kunst willen, sondern es sind ganz wichtige Zeugnisse von Gedankenwelten, von Naturbeobachtungen. Wenn wir die Tierfiguren anschauen, da steckt ganz viel Naturbeobachtung drin und da ist sicher nichts zufällig entstanden. Es gab auch einen Brief, Kontakt, der leider jetzt nicht mehr vorwärts weitergegangen ist. Da hat die Person, die viel ethnologische Dinge wusste, gesagt, es gibt im afrikanischen Bereich eine Kultur, die hat auch solche Aufhängeösen oben, keine Köpfe und schlingen durch die Ösen Haare durch, weil die Haare quasi ganz wichtig sind für die Persönlichkeit. Ich meine, wir haben ja da ganz starke Symbolik drin, von der Verschleierung bis zu Samson und Dalila. Sind Haare Kraft, sind Persönlichkeit und dort wird wohl in solche Frauenstatuetten also die Haare eingefädelt, um einer Person zuzuordnen. Auch dazu gibt es ganz viele Überlegungen, wenn wir uns die anderen Damen hier mal angucken. Die sind über 10.000 Jahre jünger, aber auch sie haben im Prinzip kein porträthaftes Gesicht. Ja? Sie sind meistens einfach nur Kugeln oder sie schauen nach unten, wie die Venus von Willendorf, die also ihre Kappe bis ganz nach unten zieht. Diese spitzköpfige Figur aus Savignano, die hat auch kein Gesicht. Es ist eigentlich Common Sense, dass wir hier kein Individuum da haben, dass wir keine Person da haben, die eine individuelle Person darstellen, sondern dass es eben ein Symbol ist. Wir haben ja das Wichtige, dass in dieser eiszeitlichen Kunst vor 40.000 Jahren erstmals auch symbolisches Denken fassbar wird, siehe Löwenmensch. Und dass wir auch hier eben nicht das Porträt einer existierenden Frau haben, sondern eine Überbetonung der Brüste. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man trägt dieses Schmuckstück selber als Frau zum Beispiel, als Amulett, als Talisman auf der Brust, dann schaut man hinunter und wird vielleicht selbst zu diesem Objekt, das man da am Halse trägt. Und auch andere Personen, die einen anschauen und sehen, die Person trägt diese Venus oder diese Frauenstatuette. Venus ist ja eigentlich nicht so der richtige Begriff. Sie trägt diese Figur am Hals, es hat eine Aussage, da geht es vielleicht ums Stillen, ums Nährende, ums Gebärende, was auch immer, um den Schutz, dass dann das Gegenüber auch quasi den Kopf zu dieser Figur gibt. Also das wäre so meine Überlegung, warum man keinen Kopf braucht dazu. Weil es ist ja ein Kopf da, wenn man sie trägt. Also in der Kunst haben wir ja generell eigentlich wenig Porträts. Also wenn wir hier anschauen, Maria ist ein Stereotyp der Frau, die auch das Kind bekommt und es schützt und quasi so das Heil bringt der Gesellschaft. Das sind ja auch keine porträtierten Frauen. Gut, manchmal bei Dürer, der hat schon porträthaftere Züge, aber dann geht es nicht um das Porträt, sondern es ist eine Vorlage für Maria. Also deswegen steht sie auch für alle Frauen in der Gruppe wahrscheinlich. Man muss auch bei diesen Figuren ja unterscheiden zwischen den verschiedenen Zuständen. Wir vergessen in unserer heutigen Gesellschaft gerne auch, dass das Herstellen ein wichtiger Prozess ist, Materialität, aber auch die Gedanken, die in so ein Werk hineinfließen, in ein Produkt hineinfließen. Dann geht es darum, wer trägt es.
Ja, also das sind ja verschiedene Ebenen. Wenn man jetzt zum Beispiel in der alamannischen Fastnet unterwegs ist oder in solchen Karnevals Bereich, da hat man das ja heute auch noch so. Wer stellt die Maske her? Wer hütet die Maske? Dann kommt das Häsabstauben, das Maskenabstauben und wer darf es tragen? Und da gibt es ja auch ganz strenge Regeln, also auch in der Völkerkunde. Es ist immer die Frage, Prozess aufbewahren und tragen. Bei ihr oder bei allen, wir wissen es nicht. Gefühlsmäßig würde ich sagen, sie wurde von einer Frau getragen. Aber wer jetzt in diesen Gesellschaften wirklich quasi die Hoheit hatte über den Herstellungsprozess und die Gedanken, die da reinfließen, das weiß man nicht. Wenn man jetzt sagt, hier steckt Wissen drin über Hebammenkunst, ja, das Messen des Babys, da würde man vielleicht traditionellerweise sagen, das machen die Frauen. Aber es gibt ja auch männliche Hebammen. Ja? Dieses Geschlechterthema ist ein ganz, ganz schwieriges Thema in der Urgeschichte. Ich habe auch eine Theorie mal gehört, die bezog sich eher auf die Frauenstatuetten im Kravetja, weil die Frauenstatuette aus dem Orinas ja noch nicht bekannt war aus Mohlefels. Da war die Theorie, dass quasi bis zum Kravetja, also bis vor dem Bereich jetzt 28.000 Jahren, wir eine Gesellschaft hatten, wo Männer und Frauen absolut gleich waren. Und dass deswegen Geschlechtlichkeit nicht dargestellt werden musste, weil es kein Thema war in der Gesellschaft. So war die Theorie. Und dass wir dann mit dem Kravetja, also mit dem Auftauchen dieser Vielzahl an Frauenstatuetten, quasi eine Aufspaltung der Gesellschaft in biologische Aufgaben hätten. Und dass wir hier also deswegen so viele Frauendarstellungen haben und dass sich dort die Gesellschaft entwickelt hätte, die also quasi letztendlich die Frau dem Manne unterordnet. So war die wissenschaftliche Theorie. Da kann man jetzt dazu stehen, dass ich referiere sie nur. Die Entdeckung der Frauenstatuette vom Mohlefels, widerspricht dem sicher. Klar kann man vielleicht über stilistische Elemente, jetzt zum Beispiel am Vogelherd, gucken, wie sind die Tierfiguren gearbeitet. Der eine hat vielleicht ein bisschen mehr Dynamik oder der andere kann besser Beine. Wichtig ist aber die Erkenntnis, wenn man jetzt die Musikinstrumente anschaut. Eine Elfenbeinflöte zu machen, verlangt im Arbeitsprozess schon sehr viel Zeit. Also da haben wir eine Vogelflöte, wenn wir jetzt mal das Jagen abziehen, dann sind wir in einer 2-Stunden-Phase beim Instrument und können damit wunderbar die Leute unterhalten und Musik machen. Und auf der anderen Seite stehen diese unglaublichen Elfenbeininstrumente, wo ich mindestens 100 Arbeitsstunden rein investieren muss, Probeläufe haben muss, dieses wertvolle Material Mammutelfenbein sammeln muss oder jagen, je nach Theorie. Und da muss ich also eine Person abstellen, die das tut. Und das muss ja auch die Gemeinschaft wollen. Da darf ja keine Eifersucht entstehen und sagen, oh, wir müssen jagen und du zitschst da nur und tust da an dem Ding rumschnitzen. Und das Lustige ist, dass dieses Instrument sehr, sehr heikel ist, sehr empfindlich im Spielen. Es ist nicht sehr zuverlässig. Und meistens ist es so nach einer Viertelstunde auch der Spaß vorbei, weil die Atemluft dieses Elfenbein dann zum Quellen bringt und dann biegt sich das Instrument und dann muss sie wieder trocknen. Also unglaubliche Aufwand für eine Viertelstunde Musik. Aber das ist so quasi, die Evolutionsbiologen sagen, das ist ein Stück weit ein Handicap-Prinzip, so wie beim V, ja.
Wir haben Dinge in unserer Gesellschaft, die nicht praktisch sind, die aber die Gesellschaft als Ganzes weiterbringt, sei es durch technischen Fortschritt, indem sich andere von anderen abheben, andere dazu bringen, dem nachzueifern zum Beispiel, Strukturen reinbringen und natürlich, es geht natürlich auch immer um Sexualität. Ja, der Pfau hat seinen riesigen Schwanz, der ihn wehrlos macht, wenn der Fuchs kommt und er nicht davonflattern kann, richtig. Es bringt ihm aber einen Vorteil, weil er muss sich ja anstrengen, der Pfauenmann, damit die Pfauendame ihn auswählt. Also diese evolutionsbiologischen Ansätze sind für uns auch unglaublich wichtig, um zu verstehen, dieses Streben nach Kunst und Musik und Schmuck. Schmuck ist ja eine unglaubliche Dimension. Und es ist immer die Frage, was hängen wir uns an den Hals? Ich habe heute auch für mich besonderen Schmuck an. Ja, wer trägt einen Anhänger? Es kann immer ein Amulett sein, es kann ein Talisman sein, es kann Ausdruck von Status sein. Natürlich, es kann auch einen Beruf kennzeichnen. Ich glaube, früher hatten Krankenschwestern auch immer so einen Anhänger, der sie als Krankenschwester oder Diakonissin oder so auszeichnete. Natürlich kann so eine Hängefigur auch symbolisieren, das ist die Person, die die Geheimnisse rund um die Geburt kennen. Also gerade wenn man das interpretiert als Mondkalender auf dem Bauch, diese tiefen Einschnitte, dann wäre das auch eine Möglichkeit, dass also das nicht die Frau trägt, die gerade selber ein Kind bekommt, sondern die Person, die die Frau betreut in der Schwangerschaft und in dem Stillen. Es kann ein Stillamulett sein, dass die Figur weitergegeben wird, immer an die Frau, die jetzt gerade Milch gibt. War sicher auch eine ganz wichtige Position in so einer Gesellschaft. Wer gibt denn gerade Milch? Milch ist auch ein ganz hohes symbolisches Gut. Da kämen wir jetzt zum Beispiel auch zu dieser Handhaltung. Ich habe einmal einen französischen Film gesehen, da wurde sie einem Jäger an die Brust gehängt. Da sah man da also so eine behaarte Männerbrust mit der Venus. Habe ich gedacht, das fühlt sich komisch an. Ja, aber das ist Gefühl und das ist nicht wissenschaftlich. Wir wissen es letztendlich nicht. Zu dem Thema Milch, Brust und diese Hand, das gehört alles auch zusammen. Es gibt eine universelle Geste. Es gibt ja solche Abwehrgesten, indem man die Genitalien vorweist oder neckende Gesten, vor allem beim Zeigen von Vulva. Da wären wir dann jetzt bei der Baubo und der Demeter, die so zum Lachen gebracht wird. Und eine weitere universelle Geste, die in ganz vielen Kulturen, in vielen Zeiten berichtet wird, ist, dass die Frauen, vor allem die führenden Frauen in der Gesellschaft, die Hände eben unter die Brust legen. Das ist ja auch eine Position, die einen sehr ruhig macht. Das kann man selber mal ausprobieren. Also Hände auf den Oberbauch, die Brüste ruhen da drauf. Und dann, wenn jetzt zum Beispiel ein neuer Mann in eine Gruppe hineinkommt, dann bekommt er von der Frau des Gruppenführers, da darf er an der Brust trinken und wird so zum Milchbruder. Also nicht Blutsbrüderschaft, sondern Milchbrüderschaft. Und das ist in vielen Kulturen ganz wichtig, dass quasi die Aufnahme in der Gesellschaft so funktioniert, in die Gruppe gehört, wer Milch trinken durfte bei der Frau vom Häuptling, nennen wir es jetzt mal so. Also das ist so eine Beobachtung, die Arbeiten von der Christa Sütterlin.
die mit Eibel Eibisfeld, quasi dieser große Humanethologe, der leider gestorben ist, gerade solche Gesten untersucht hat, solche Universalgesten. Wir können für die Urgeschichte keine Aussage machen. Das Tolle an der Urgeschichte ist, es ist die Basis unseres Lebens. Also alle Probleme, die wir heute haben, gesundheitliche oder klimatische oder gesellschaftliche, liegen daran, weil wir unsere ursprüngliche Lebensform des Jäger- und Sammlertums verlassen haben. Dadurch, dass wir aber einfach zu wenige Quellen haben, können nichts über das Geschlechterverhältnis sagen in der Urgeschichte. Wir können nicht sagen, haben wir patriarchale Strukturen, haben wir Haremsstrukturen, wie viele Geschlechter waren denn da beieinander, wie viele Frauen, wie viele Männer, wie viele Kinder, was ist so eine normale Gruppenzusammenhalt. Matriarchalisch, ja, wird gerne genommen, aber wir sehen also für die Urgeschichte, also wenn Menschen mobil sind und als Jäger und Sammler sind, eigentlich nicht die Möglichkeit von Rollenverhältnissen zu sprechen, wie wir sie jetzt zum Beispiel in der Jungsteinzeit da hinter mir beobachten, wo Gesellschaften als Matriarchate oder Patriarchate definiert werden. Ob sie es dann wirklich so sind, das ist so die Frage. Und ich glaube, das Tolle eben in der Urgeschichte ist, dass wir eben isolierte Gruppen haben, die jetzt keine Weltpolitik machen müssen und von daher keine Herrschaftsstrukturen in einer Großgesellschaft entwickeln müssen, wo dann wieder eben Matriarchate, Patriarchate entstehen. Wir haben auch einen ganz anderen Bezug zum Besitztum. Wenn man alles, was man besitzt, tragen muss, dann verliert Besitz an Bedeutung. Dann konzentriert man sich auf das eine Werkzeug, auf die eine Zudecke aus Rentierfell und wir können dann also quasi diese ganzen Konflikte um Besitzungen und wer darf was, das haben wir erst mit der Sesshaftigkeit des Menschen. Und deswegen muss man ganz arg aufpassen, dass man eben Urgeschichte, dass man diese Frauen nicht automatisch in matriarchatisch oder patriarchalische Struktur reinbringt, sondern die sind einfach da. Die haben in ihrer Gruppe gelebt, sicher. Die hatten sicher eine Struktur, aber ob da jetzt die Frau oder der Mann Oberhaupt war oder ob es zwei Linien gab, ein Oberhaupt für die Frauen, ein Oberhaupt für die Männer, das wissen wir alles nicht. Ja, ich sitze, manchmal gönne ich mir die Minuten, wenn ich hier durchpese und irgendwas organisiere, mache, tue, dass ich auch einfach mal eine Minute oder so in Ruhe komme. Wir sind ja hier bei der Replik der Figur. Das Original hat einen ganz eigenen Raum und sie beherrscht den Raum. Also sie glüht ja in ihrem Elfenbeinweiß durch diese Beleuchtung in diesem tiefroten Raum. Und Rot wärmt ja sowieso. Und die einen sagen, Rot ist aufregend. Ja, ich empfinde das Rot eher als wärmende Ruhe. Und wenn man dann gar keine Gäste hier hat, dann hat man also diese unglaubliche Stille und Ruhe, die diese Figur ausstrahlt. Und dann macht man sich natürlich schon Gedanken, wer hat dich gemacht? Von wem wurdest du getragen? Von wem wurdest du weitergegeben? Und ja, das sind schon so besondere Momente. Wir haben in diesen Raum diese Ritzungen und Muster übertragen in die Wände, also reingemeißelt, weil es ist ja kein Ton, wo ich irgendwas nehme und in ein weiches Material ritze. Also diese Ritzungen und Markierungen sind gewollt.
die haben eine Botschaft. Das haben wir auf die Wände des Ausstellungsraumes übertragen. Und dann hatten wir uns überlegt, ob wir quasi so diesen Dialog des Menschen, der sie macht, in diese Ritzungen reinschreiben, so als Gedankenspiel, und in die anderen Ritzungen eben die Gedanken der Person, die es trägt. Ja, haben wir dann aber nicht umgesetzt, aber genau solche Überlegungen macht man sich da. Kreativität ist unglaublich wichtig. Also das macht uns auch zum Menschen, ist auch unser Leitspruch des Museums, wo der Mensch wurde. Wir drehen uns darum, wir wollen nicht nur Kunst zeigen oder Schmuckstücke oder Musikinstrumente, sondern wir wollen unsere Gäste oder unsere Nutzerinnen und Nutzer dazu bringen, dass sie sich selbst reflektieren, sich Gedanken machen, warum brauchen wir Kunst, und die Kultur und diese Ausdrucksmöglichkeiten, die über eine formale Verwaltungssprache hinausgehen, ist das, was uns beseelt. Also ja, das macht uns zur Gesellschaft. Wir halten zusammen über Kunst, über Projekte, über Performance. Es bringt immer eine Seite zum Schwingen in uns selber und zeigt uns, wo wir hingehören oder wo wir hinwollen. Und das sind ja auch solche Überlegungen. Warum fängt der Mensch an, vor 40.000 Jahren diesen Kultursprung zu machen und an den Kultursprung zu gelangen? Wir haben erstmals Kunstwerke, figürliche Kunstwerke sind die ältesten, die wir hier machen. Die sind mühsam aus Elfenbein herausgeschnitzt. Wir haben Musikinstrumente hier in der Region, wir haben Schmuckstücke, hochaufwendige Schmuckstücke, die eben aus Elfenbein herausgeschnitten sind und im Ganzen eben so diesen Beleg für Mythen, für Fantasie, für Kreativität. Und auf der anderen Seite merken wir, die Gesellschaft explodiert, sie entwickelt neue Fähigkeiten, also quasi im Bestreben auch das Beste für die Kunst zu geben oder das Beste im Elfenbeinschnitzen zu bringen, um Flöten, Hohlinstrumente aus einem massiven Stück Elfenbein herauszuschnitzen. Das bringt ja auch von der handwerklichen Leistung unglaublich viel für die Gesellschaft. Und wir haben dann eine Gesellschaft, die kann in größeren Gruppen zusammenleben, weil sie eben durch einen gemeinsamen Kulturmotor beisammengehalten werden. Die wissen, wo sie hinwollen, die wissen, warum sie Härten in Kauf nehmen, die können in einer größeren Gruppe leben. Das bringt mit sich, dass wir einen viel größeren Wissensspeicher haben. In einer Zeit ohne Internet, ohne Bücher, kommt es darauf an, was haben wir im Kopf? Was weiß der Einzelne vom anderen? Wir können besser nach uns gucken in dieser Gemeinschaft. Wir werden älter. Wir gehen davon aus, dass wir auch Großeltern zum Beispiel jetzt haben, die wiederum besser auf Kinder aufpassen können und einen größeren Wissensspeicher haben. Großeltern heißt in der damaligen Zeit, mit 40 war man Oma, Opa oder vielleicht sogar noch früher, weiß man's. Und quasi das beißt sich dann selber in den Schwanz. Man muss quasi, um die große Gruppe beisammenzuhalten, wieder neue Kunst und neue Rituale entwickeln, die Welt erklären. Man muss Strukturen schaffen und Strukturen werden wieder manifestiert, zum Beispiel über Schmuckformen, über Amulette, über Talismane, über Hierarchiesymbole. Und das war so unglaublich wichtig vor 40.000 Jahren, dass das sich entwickelt hat. Ich glaube, da bin ich zu wissenschaftlich, um jetzt selber mir Modelle zu stricken,
sondern ich versuche den Perspektivwechsel. Für uns ist das Zuhause ja ganz furchtbar wichtig. Also abends nach Hause kommen oder im Lockdown eingeschlossen sein zu Hause. Was hatten die für ein Zuhause? Wir merken ja auch, dass wir Werkzeuge zwischen verschiedenen Fundstellen zusammensetzen können. Das heißt, der aktive Lebensprozess fand an verschiedenen Orten statt. Und die hatten in dem Sinn wahrscheinlich nicht die Vorstellung, oh, jetzt gehe ich abends nach Hause, sondern jetzt habe ich keine Lust mehr, in Höhle XXY zu laufen oder irgendwo im Tal, dann lege ich mich da hin und schlafe. Also wenn ich im Garten bin und höre den Warnruf der Meise, dann weiß ich, da muss irgendwo eine Katze sein. Ja? Und wenn es näher kommt und sich unsere Meisen aufreigen, dann weiß ich, dass meine Katze im Garten ist. Ja? Also diese Wahrnehmung der Natur fehlt heute in der heutigen Gesellschaft. Oder zum Beispiel die Beobachtung des Mondes. Gut, man weiß manchmal, dass es Vollmond ist, aber ich bin mir sicher, dass diese Gesellschaften damals in der Altsteinzeit immer wussten, in welcher Mondphase wir sind. Das war ihr Taktgeber. Und sie konnten so die Zeit einteilen. Es ist ja unglaublich wichtig zu wissen, wann kommt denn der Herbst? Wann muss ich wohin gehen? Oder man hat sich verabredet mit einer anderen Gruppe zum gemeinsamen Jagen. Es gibt ja solche Belege, zum Beispiel am Petersfels, dass dort Gruppen zusammenkommen, um gemeinsam eben saisonale Wanderungen der Rentierherde abzupassen oder in der Schussenquelle und quasi im großen Stil zu jagen, um Wintervorräte wahrscheinlich anzulegen. Ja, da kann ich nicht 4 Wochen zu spät kommen. Da muss ich erfassen, da muss ich über die Nase vielleicht wahrnehmen, wie ändert sich die Luft, wenn quasi im August das Wetter umschlägt und der Frühherbst kommt, dann riecht man das, zumindest auf der Schwäbischen Alb. Ob man das in der Großstadt riecht, das weiß ich nicht. Oder man hört zum Beispiel nachts, wenn man ja auch draußen schläft, man ist ja ganz anders verbunden mit der Natur. Man hört dann Zugvögel, man hört unterschiedliche Vogelbalzgeräusche und kann so Jahreszeiten ausmachen. Und das ist das, was unsere Gesellschaft komplett abgeht. Es sind nur noch wenige Leute, die das wahrnehmen, die eine Erfahrung damit haben und die das dann auch umsetzen können. Da kommen dann afrikanische Spurenleser nach Frankreich, um dort die Fußspuren in der Höhle anzugucken. Wie fantastisch ist das? Und die können genau sagen, das war ein Mann, das war eine Frau, der hat was getragen, da hat es Kinder. Also es öffnet natürlich eine ganz andere Perspektive auf die Urgeschichte oder auch auf das Verständnis. Ja. Das bringt jetzt, wenn wir wieder an die Geschlechterrolle denken, das ja auch ein bisschen ins Wanken, wenn man Illustrationen sieht, dann sieht man immer die Männer, die irgendwelche Höhlenmalereien malen, ja, in irgendwelchen Bildern. Aber von den Fußspuren wissen wir, dass Kinder, dass Frauen, dass Männer da waren. Ja, das war ein gemeinsamer Prozess. Wir haben eben 4 Neuerungen, die damit anfangen, also in diesem Wechsel zwischen Neandertaler und moderner Mensch. Der moderne Mensch kommt nach Europa rein, er muss sich mit der eiszeitlichen Umwelt auseinandersetzen und wir gehen davon aus, dass er eben geschafft hat, in größeren Gruppen zu leben. Und um die Gruppen stabil zu halten, hat er eben neue Kultur entwickelt, nämlich eben figürliche Eiszeitkunst. Wir haben Schmuckstücke, das sind eigentlich so die ersten Dinge. Wir haben die Musikinstrumente und eben symbolisches Verständnis oder gar religiöse Vorstellungen von der Welt. Das heißt, der Mensch macht sich in dieser Zeit ein Bild von der Welt, indem er sie quasi beobachtet und aus der Beobachtung entwickelt er Symbole. So wie beim Löwenmenschen.
wo er quasi Mensch und Tier vereinigt, haben wir hier den Wasservogel als quasi Anregung, Symbolik für religiöse Vorstellungen für sich genommen. Wenn wir aus der Naturbeobachtung an diese Tiere herangehen, an diese Kunstwerke, dann sehen wir bei den Tierfiguren, dass Tiere aus allen Lebensbereichen dargestellt sind. Es sind Fische, es sind jagende Landtiere, es sind sammelnde Landtiere, also die Mammuts stehen den Löwen gegenüber. Und dann haben wir auch ganz selten eben diese Vogeldarstellungen als Tiere der Luft. Und wenn wir jetzt in ethnologische Beispiele gehen, dann haben wir in schamanistischen Religionen die Darstellung des Vogels als Botentier oder als Begleittier für die andere Welt, um in einen anderen Lebensraum zu gehen. Und aus der Naturbeobachtung ist der Wasservogel vielleicht für uns, naja, es ist halt ein Kormoran, da regen sich Angler drüber auf, weil er die Fische isst oder so. Aber so ein Wasservogel kann fliegen, er kann auf der Erde sein und er kann ins Wasser tauchen. Und wir haben in ganz vielen Kulturen das Wasser, den Wasserspiegel, immer auch als Grenze zum Reich des Jenseitigen, des Todes. Und wir nennen unseren Raum hier auch Jenseits und geben für den Wasservogel eben diese Anregung, dass es hier ja um eine Jenseitsvorstellung geht oder eben als Begleittier für eine Religion, für ein symbolisches Handeln, für eine Mythe, die dem Wasservogel ganz, ganz viel Macht gibt. Und Vögel haben eine ganz, ganz starke Symbolik und deswegen hat er auch einen eigenen Raum bekommen. Ja. Also ich denke, es ist ein Wasservogel. Es ist ganz schwierig, die Art zu bestimmen. Also es sieht mehr, der Schnabel ist ein bisschen entenförmig. Aber Enten machen jetzt nicht diesen Sturzflug, das sind dann eher so Kormorane oder manche sagen, es könnte ein Gänsesäger sein, was auch immer. Also irgendein Wasservogel, der die Flügel anlegt und quasi ins Wasser hineintaucht. Manchmal wird er auch mit dem Kopf nach oben dargestellt, aber für uns ist es ein eintauchender Vogel und kein fliegender Vogel. Ich glaube, der Wasservogel ist noch in der Luft und stürzt jetzt rein. Man kann natürlich von außen Vögel angucken, wenn sie sich unter Wasser bewegen. Also eine Ente oder wir haben hier in der Blau früher relativ viele Wasseramseln noch gehabt am Blautopf. Und ich hatte manchmal das Vergnügen, dass ich sie beobachten konnte, früh morgens, wenn ich dran vorbeigegangen bin zur Arbeit. Und das ist faszinierend, wenn man dann eine Wasseramsel von außen sieht, wie sie unter Wasser die hat dann so eine Luftblase um sich herum, quasi sich in dieser Luftblase im Wasser bewegt. Also diese Naturbeobachtung ist elementar. Das ist wichtig, dass wir das wahrnehmen. Ja, oder auch ein Eisvogel oder so, der schießt ja auch in das Wasser hinein und kommt dann wieder raus und dann perlen die Wassertropfen ab von diesem schillernden Gefieder. Das ist wunderschön. Es ist natürlich immer eine große Frage für uns Archäologen, wo sind die Bestattungen, wo sind die Toten? Und wir haben leider aus dieser Zeit der Eiszeitkunst selber, also die hier aus der Region ist, also aus diesem Orinias-Jahr, keine Bestattungen und nur so einzelne Knochen. Da kann natürlich eine Bestattungssitte dahinter stehen. Und erst dann quasi mit dem Gravitt-Jahr oder später dem Magdalénien-Jahr fängt es an, dass wir regelrechte Bestattungen haben. Und wir haben in einer unserer Höhlen, der Brillenhöhle, so eine sogenannte Sekundärbestattung. Da sind Personen, mindestens 3 Personen, vermutlich irgendwo anders gestorben und das
ist auch in anderen Kulturen gang und gäbe. Die Knochen oder der Körper, der Leichnam wird der Sonne, der Natur ausgesetzt und die Knochen, die dann zurückbleiben, die werden nochmal ordentlich gesäubert, dass alles seine Ordnung hat. Und dann werden diese Knochen an einer anderen Stelle, an zentralen Stellen bestattet. Und auch hierfür spielt der Vogel natürlich wieder eine wichtige Rolle. Die Geiervögel oder die aasfressenden Vögel, die bei diesem Reinigungsprozess natürlich eine wesentliche Rolle spielen. Und wir haben damals in dieser Zeit eben verschiedene Geier gehabt, aus denen man dann wieder Musikinstrumente machen kann. Und auch da muss man sich natürlich Gedanken machen, ist das Material, aus dem das Instrument ist, also die Vogelflöte, hat das eine rituelle Bedeutung, eine symbolische Bedeutung zur Aufgabe des Vogels. Also habe ich eine Singschwanflöte, habe ich da die Symbolik des Jahreszeitenanzeigers, der einfach zu bestimmten Zeiten als Zugvögel Frühling oder Herbst einläutet. Oder habe ich Flöten aus Gänsegeierknochen, die Geier als Vögel, die das Tote aufräumen, die das Tote zu sich nehmen. Auch da eine ganz starke Symbolik. Und dann eben diese Bestattung, die ja auch irgendwo eine Vorstellung verbindet, wo ist der Tote? Also da entwickelt sich sicher eine Vorstellung. Ob das jetzt eine Jenseitsvorstellung ist oder eine animistische Vorstellung, dass der Tote in einen Baum, in ein Tier, in einen Stein übergeht, der Mensch ist ja unglaublich erfinderisch in seiner Erklärung, in dem Sprung aus der Naturbeobachtung in eine symbolische Deutung zu gehen. Es gab sicher viele Krankheiten oder unerklärliche Unglücke oder vor allem Jagdunfälle. Wir haben ja sehr viele Verletzungsmuster, jetzt vor allem Neandertaler haben gerade hier im Schultergürtelbereich sehr viele Bruchereignisse oder Jochbeinbrüche. Das ist ein Verletzungsmuster, das wir von Rodeo-Reitern kennen. Wenn die runterfallen und vom Pferd oder vom Rind zertrampelt werden, dann gibt es genau dieses Verletzungsmuster, also diese punktförmige Kraft, die auf die Knochen einwirkt und dann den Knochen zertrümmert, das Schlüsselbein zertrümmert, die Rippen zerstört. Das heißt, die waren in der Jagd immer gefährdet. Es war sicher kein ungefährliches Leben. Man musste sicher jeden Tag sich beweisen. Also die Natur hat sich ja nichts verziehen. Und wenn wir uns vorstellen, dass in dieser Zeit sich eine Struktur herausgebildet hat, dass es eine Person gab, egal ob Mann oder Frau, die quasi über ein Ritual, über ein Symbol Trauer und Angst kanalisiert hat, dann war das eine ganz wichtige Aufgabe. Und ob wir jetzt davon schamanistischer Religion oder Religion überhaupt sprechen, also ob da eine Vorstellung eines göttlichen Wesens war, das wissen wir nicht. Es kann auch was Animistisches sein, also die Beseelung der Person. Dazu muss man aber natürlich auch sich überlegen, hatten die eine Seelenvorstellung, ja? Kann man aber vermuten, dass die irgendeine Vorstellung hatten von einem inneren Ausdruck, der nach außen wollte, über Schmuck, Musik, Kunst, Religion, Mythen, Märchen erzählen, was auch immer. Und dann braucht man Sinnbilder, die man hochhalten kann und sagen kann, hier der Wasservogel, der hat mich geleitet ins Jenseits oder in die andere Welt. Und hat mir berichtet, zum Beispiel. Wäre so eine Möglichkeit. Wir haben vorne auch zum Beispiel eine Muschel, die kommt aus dem Mittelmeerbereich als Schmuckstück.
Aber was heißt es in einer altsteinzeitlichen Gesellschaft, die da in ihrer Höhle lebt? Die haben erstens eine Vorstellung von anderen Räumen, von geografischen Räumen. Die müssen gewusst haben, und wenn es nur über Erzählungen waren, dass es ein Meer gab. Stellen wir uns vor, wir sind bei minus 40 Grad in der Höhle und jemand holt als Beweis, dass es ein warmes Land gibt, das wir heute Italien nennen, und hält dann diese Muschel hoch und sagt, hier ist der Beweis, da ist es warm und da gibt es ein Meer und es ist salzig. Salz war immer total wichtig und begehrt. Dann ist das so eine Vorstellung oder man kann daraus Geschichten entwickeln. Und ich glaube, dieses Geschichtenerzählen ist auch ein ganz, ganz wichtiges Element für die Gesellschaft damals. Also diese Performance, ja, also was tut man denn abends? Man sitzt ja nicht nur da und wartet, dass man müde wird. Mein früherer Professor Müller-Beck, der war mal in Südostasien bei einer Jäger-Sammler-Gemeinschaft und er sagte, das war unglaublich. Jeden Abend, wenn sie dann zur Ruhe gekommen sind, dann hat man sich an die Feuerstelle, auch so was Magisches, versammelt und hat den Tag reflektiert über Schauspiel. Also ich glaube, dieses Erzählen oder auch sogar schauspielerisches Erzählen oder nennen wir es Performance, war unglaublich wichtig für den Abschluss des Tages auch. Ja? Oder für Feste, für Rituale. Und das bringt die Gemeinschaft gemeinsam weiter. Wir denken, dass Neandertaler in irgendeiner Art ihre Toten bestattet haben. Es gibt mehrere Fundstellen, wo wir tote Neandertaler haben. Es gibt auch Belege, dass sie sogar ungeborene, also frühgeborene Kinder bestattet haben. Also die wurden sorgfältig deponiert und ja, mit Steinplatten oder so bedeckt. Natürlich gräbt man in einem Permafrostboden ohne Schaufel jetzt keine 2 Meter Grube, die wir jetzt ausgraben können. Wir müssen also immer Glück haben, dass die Fundumstände so sind, dass wir Tote finden. Aber es gibt zum Beispiel an der Donau in Krems eine Zwillingsbestattung. Die ist so unglaublich anrührend. Die kommt eben aus dem Gravetien-Bereich, wo 2 Kinder, es waren Zwillinge und wahrscheinlich sind die zu früh gekommen und das erste Kind ist gleich gestorben. Das hat man dann bestattet. Wahrscheinlich in einem Lederfutteral, das mit Rötel ausgestreut war. Also es gibt eine ganz klare Begrenzung. Und dann muss das zweite Kind auch gestorben sein. Man hat dann das erste etwas zur Seite geschoben und hat dann ein paar Monate später dieses zweite Kind bestattet. Sie haben Schmuck dabei, kleine Kettchen. Und diese ganze Grabgrube war also eng begrenzt durch Leder wahrscheinlich mit Rötel. Also man sieht diesen roten Kreis. Und was das Tolle ist, dass man also dann nicht einfach Erde draufgeschmissen hat, sondern man hat ein Schulterblatt von einem Mammut genommen und hat es oben drauf gelegt und abgestützt und diesen Grat vom Schulterblatt auch bearbeitet, sodass diese Grube ein Maximum an Schutz hatte und das Regenwasser oder Erdreichen nicht nach innen fließen konnte. Und nur so hat sich auch diese Bestattung erhalten. Oder es gibt in den Grimaldi-Höhlen bei Monaco fantastische Bestattungen, überreich mit Schmuck versehen. Oder bei Moskau gibt es die berühmten Bestattungen von Sungir, wo auch 2 Kinder Kopf an Kopf liegend bestattet worden sind, mit Tausenden von Elfenbeinperlen. Und auch ein Erwachsener dabei liegt und auch andere Bestattungen noch sind, die keine Schmuckausstattung haben, woraus man lesen kann ein Stück weit, dass diese Kinder also jetzt auch nicht aus
aus ihrem eigenen Vermögen, dass sie jetzt irgendwie talentierte Jäger gewesen wären oder Jägerinnen, sondern dass sie aus ihrem Status und wahrscheinlich aus ihrem Familienzusammenhang einen sehr hohen Status hatten und deswegen so überreich bestattet worden sind. Ja, und die Genanalyse bringt uns da auch unglaublich weiter, wenn es um Thema Geschlechter geht, diese Dreierbestattung aus Donny Western-Nietzsche, wo man immer gesagt hat, da liegt eine Frau mit 2 Männern. Das hat sich jetzt ergeben, es sind 3 Männer, die zusammen in einer Grabgrube liegen, die teilweise auch tödlich verletzt worden sind. Was für ein Drama dahinter steht, das wissen wir nicht. Ja. Also es gibt da, das sind immer so einzelne Schlaglichter, aber wir haben ja da, wenn wir die Neandertaler auch noch dazu nehmen und dabei 100.000 anfangen, dann haben wir ja 90.000 Jahre rund, die wir beobachten und dann haben wir da ein paar Dutzend Bestattungssituationen, also immer faszinierende Schlaglichter auf eine Gesellschaft, wo ganz viel Komplexität durchblitzt, wo man irgendwie erspürt, da war ganz viel Wissen, Gedanken, Fürsorge, Trauer, da ist so viel Persönlichkeit auch, also da wird der Mensch fassbar, aber leider haben wir nicht genug erhalten, ja. Ja, den Tod gab es schon immer, ja.